und herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder ein gemeinsames Video mit Laura und mir. Und ich habe heute ein paar Interviewfragen für dich vorbereitet. Und das Thema ist so grob der perfekte Morgen im Leben von Laura. Okay, das klingt spannend. Wenn du dein Hörverstehen trainieren möchtest, dann bleib jetzt unbedingt dran. Und ich würde sagen, wir starten, oder? Let's go. Bevor wir gleich mit dem Interview starten, noch der Hinweis für dich. Laura und ich werden in diesem Video ganz authentisch sprechen. Das heißt, einfach auf muttersprachlichem Niveau, in unserer authentischen Geschwindigkeit und so weiter. Du hast jederzeit die Möglichkeit, die Untertitel zu aktivieren, wenn du noch Schwierigkeiten hast, uns zu verstehen. Aber es ist für dich natürlich ein super gutes Training, dein Hörverstehen zu üben und natürlich auch deinen Wortschatz zu erweitern. Und jetzt würde ich sagen, geht's los, Laura, oder? Ich bin ja gespannt, was du dir ausgedacht hast. Okay, also wir starten mal mit einer einfachen Frage. Würdest du sagen, du bist ein Morgenmensch oder eher eine Nachteule, wie man ja so schön sagt? Also ich bin aktuell definitiv ein Morgenmensch. Hat sich tatsächlich total geändert. Also früher war das eine Totalkatastrophe. Da war ich wirklich sehr, sehr lange wach, bin nie vor 1 ins Bett gegangen. Und Als so. du noch jung warst, meinst du? Als ich noch jung war, jetzt im Alter ist es ein bisschen anders. Nee, also jetzt ist es echt so, dass ich um spätestens 6 Uhr aufstehe, würde ich sagen. Spätestens 6 Zur Zeit. Uhr. Ja, auch seit es jetzt halt in der Früh früher hell wird, Ja, fällt es mir viel leichter, früh aufzustehen. Und deswegen stehe ich eigentlich immer so um 6 Uhr auf und bin dementsprechend schon ein Morgenmensch. Okay. Und wie wichtig ist dir eine feste Morgenroutine? Glaubst du, dass ein guter Morgen auch den ganzen Tag irgendwie beeinflusst? Ja, doch, das glaube ich auf jeden Fall. Okay. Also ich merke das ja bei mir selber, wenn ich in der Früh aufstehe und schon schlecht gelaunt bin, dann kann ich darauf warten, dass der ganze Tag irgendwie so weitergeht. Und deswegen finde ich persönlich das schon wichtig, dass man sich zumindest Mühe gibt, den Tag irgendwie gut zu starten. Okay. Wenn du einen Tag starten könntest, wie du wollen würdest, wie würde denn so ein perfekter Morgen, ein perfekter Start in den Tag für dich aussehen? Und ich meine jetzt wirklich so in deiner Fantasie. So. Also was wäre für dich der optimale Start in den Tag? Also optimaler Start wäre tatsächlich auch wieder früh aufstehen. Aber natürlich setzt es auch voraus, dass ich lange genug geschlafen habe, dass ich dann fit bin. Stehe ich früh auf, am besten dann, wenn alle anderen noch schlafen. Und als allererstes würde ich dann tatsächlich mit unserem Hund rausgehen, weil ich das total gerne mag, wenn wirklich alles noch schläft, es ist dunkel oder es dämmert so leicht. Man hat die kühle, frische Luft und geht erstmal eine schöne lange Runde raus. Dann, wenn ich wieder zurück bin, würde ich ganz gemütlich frühstücken. Vielleicht eine schöne Musik hören oder einen Podcast oder irgendwie so. Und dann würde ich mir überlegen, was ich mit dem Tag anfangen will. Okay. Und wie sieht dein Morgen in der Realität aus? Genauso. Ich wollte gerade sagen, das ist doch so, wie du es immer machst, oder? Ja, aber ich finde es ja irgendwie auch gut so. Okay, also du würdest sagen, du hast deine ideale Morgenroutine gefunden? Naja, jetzt auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich immer in der Früh um 6 aufstehe und sage, yay, hier bin ich. Ich bin total gut gelaunt und fit. Also so ist jetzt nicht die Realität. Ich bin schon sehr oft sehr müde. Das wäre eine Sache, die ich gerne ändern würde, dass ich halt einfach fitter bin, gleich von Anfang an. Aber so das Rausgehen und so, das hat sich eigentlich schon so etabliert und das würde ich auch so weitermachen. Ja, okay, ja cool, ich verstehe. Was sind denn so Dinge, die du wirklich jeden Morgen machst, also auf die du nicht verzichten würdest? Also, wie du sagst, es gibt manchmal Tage, wo man einfach, man ist irgendwie gestresst und man hat vielleicht auch schlechte Laune und so. Aber es gibt ja vielleicht trotzdem Sachen, die du jeden Morgen machst, egal welche Stimmung du gerade hast oder wie stressig vielleicht dein Tag ist oder so. Also ich gehe mal davon aus, wir sprechen jetzt nicht über Morgenhygiene wie Zähneputzen und solche Sachen. Ah ja, das machst du täglich. Das mache ich dann tatsächlich doch auch. Ja, nee, cool. Aber ich dachte jetzt eher an sowas wie... So Routinen meine ich halt jetzt. Ja, genau. Was nicht selbstverständlich ist, also sein sollte. Jetzt habe ich deine Frage vergessen. Was wolltest du wissen? Wow, aufmerksam.
Was so Dinge sind, die du jeden Morgen machst, no matter what quasi. Okay, also genau. egal, was an dem Tag ansteht, Okay. wie deine Stimmung ist und so weiter. Also das ist auf jeden Fall mit dem Hund rausgehen, weil das muss sein. Also auch wenn ich keine Lust habe, das muss sein. Und was für mich eigentlich auch sein muss, ist Frühstücken. Also ohne Frühstück bin ich ein bisschen verloren. Okay. Aber ansonsten, also es ist ja wirklich auch nicht so, dass jeder Tag exakt gleich ist. Ich meine, manchmal hast du mehr Zeit, manchmal weniger. Das heißt, man komprimiert es dann oft auch ein bisschen. Oder Frühstück dann nicht so ausführlich. Ja. Oder Frühstück schon am Schreibtisch oder so. Oder macht sich nur schnell ein Müsli. Oder was frühstückst du zurzeit? Müsli, Porridge, solche Sachen. Ja, okay. Okay, und gibt es noch Dinge, die du gerne machen würdest in deiner Morgenroutine, aber es einfach irgendwie aus welchen Gründen auch immer noch nicht in deine Routine mit aufgenommen hast? Also was ich eine Zeit lang super konsequent gemacht habe, das war in der Früh Yoga. Aha. Da habe ich mir immer meine Kopfhörer aufgesetzt, habe irgendeine schöne ruhige Musik angemacht und habe irgendwie so eine Viertelstunde, 20 Minuten Yoga gemacht. Das fand ich super. Und eine Zeit lang habe ich auch immer geschrieben. Also ich habe so ein Notizbuch gehabt, da habe ich mir eine Kerze angezündet, habe alles Mögliche aufgeschrieben, entweder den Plan für den Tag, eine To-Do-Liste oder einfach irgendwas, was ich im Kopf hatte. Und da muss ich aber sagen, fehlt mir zurzeit ehrlich gesagt die Zeit. Okay. Also da hätte ich dann doch gerne wieder mehr Zeit dafür. Okay, also sowohl Yoga als auch dieses Journalen, Ideen, Notizen aufschreiben und so weiter, das wäre was du gerne machen würdest. Okay. Okay. Dann habe ich eine Frage. Ich kann mich noch erinnern, dass du in der Vergangenheit mal eine Zeit lang ausprobiert hast, jeden Tag um 5 Uhr morgens aufzustehen. Und da wäre jetzt meine Frage, warum hast du das gemacht? Also was war dein Gedanke dahinter? Hat das für dich funktioniert oder was hast du dir erstmal erhofft davon auch? Und ist das dann auch so eingetreten? Was würdest du sagen? Das ist eine gute Frage. Also was habe ich mir erhofft? Erstens mal so, das, was ich vorhin schon meinte, dass halt um 5 Uhr noch keiner wach ist. Das heißt, man hat so das Gefühl, man ist vor allen anderen wach und kann die Ruhe noch ein bisschen länger genießen. Damals war es auch Sommer, also es war früh hell. Das heißt, es war wesentlich einfacher, früh aufzustehen. Im Winter war das wieder eine andere Sache. Und ich glaube, dass ich zu der Zeit immer so um 8 oder 9 Uhr mit dem Unterricht angefangen habe. Und ich wollte einfach in der Früh vorher noch so viel wie möglich schaffen. Und wenn man dann um 8 anfängt mit dem Unterricht, dann weiß man vorher schon, ich habe eigentlich schon alle meine To-Dos für heute erledigt. Gibt einem halt irgendwie auch ein gutes Gefühl. Ich hatte das Gefühl, ich bin generell produktiver und schaffe einfach viel mehr. Aber in meinem Fall, also ich brauche schon auch meinen Schlaf. Es ist nicht so, dass ich irgendwann um 1 ins Bett gehe und dann um 5 aus dem Bett hüpfe und yay. Ja. Also da muss ich halt schon auch früher ins Bett gehen dann. Voll, genau. Und ich finde gerade, das ist im Sommer aber schwieriger. Also weil es ja dann im Sommer länger hell ist draußen und man ja vielleicht irgendwie noch draußen unterwegs ist und ein Eis isst oder was auch immer. Und dann ich kann das total nachempfinden. So früh aufstehen mag ich eigentlich auch total gerne. Einfach, weil sich dann ein Tag auch länger anfühlt. Und man schafft so viel. Und wie du auch am Anfang meintest, so wenn der Morgen schon irgendwie schön ist und nicht so stressig, dann wirkt sich das ja auch auf den Tag aus. Deswegen kann ich das total nachvollziehen, früh aufzustehen. Aber ich hatte wirklich das Problem, ich brauche irgendwie, weiß ich jetzt nicht, so 7 Stunden Schlaf oder so. Ja, schon. Und ich kann nicht irgendwie um 21 Uhr schon mal ins Bett gehen und bis ich dann schlafe, ist es 22 Uhr und dann habe ich noch 7 Stunden. Also ich glaube, das wäre so mein Problem. Ja, das ist auch echt nicht so einfach. Aber du musst dir auch immer vorstellen, dass du den Tag halt einfach viel entspannter angehst. Ja, also ja, vor allem. wenn du vergleichst, manche Leute, die springen 10 Minuten, bevor sie in der Arbeit sein müssen, aus dem Bett und hetzen. Also sie sind schon total gestresst von Anfang an. Das könnte ich nicht. Also ich brauche schon meine Zeit in der Früh. Okay, aber trotzdem hast du dich dann dazu entschieden, eine Stunde später aufzustehen, immer um 6 und nicht mehr um 5. Ja, ich meine, 5 ist halt schon auch ein bisschen übertrieben. Ja, ist schon ich finde, wenn man früh. jetzt nicht irgendwie eine Arbeit hat, wo man zu einer bestimmten Zeit anfangen muss und man das sich auch selbst einteilen muss, dann dachte ich irgendwann auch so, naja, also 5 Uhr ist jetzt schon sehr früh. Gerade im Winter, wenn es halt wirklich total dunkel ist und es einen jetzt nicht motiviert irgendwie. Das stimmt und ich finde, ich glaube zu der Zeit, da hast du gesagt, du hast noch unterrichtet, aber so, wenn man nur selbstständig ist und so während des Tages ja vielleicht nicht so krass viele Termine hat, sondern ja irgendwie sehr eigenständig arbeitet sozusagen,
dann hatte ich, also wo ich irgendwie jetzt auch noch keinen Hund hatte und so weiter, war einfach nur mein Arbeitstag länger. Also man hat halt dann einfach noch 2 Stunden länger gearbeitet und das ist ja eigentlich nicht der Sinn sozusagen. Ne? Also man steht dann früher auf, aber hat dann für mich auch bedeutet, ich sitze früher am Schreibtisch und dementsprechend dann länger und das war ja eigentlich nicht der Sinn. Nee. Ja, genau. Nee, das also stimmt. für mich funktioniert es nicht so gut oder kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, einfach immer um 5 schon aufzustehen, aber ich stehe ja trotzdem früh auf. Okay, dann schauen wir mal. Okay, glaubst du, ich habe so ein paar Fragen, glaubst du, dass früher aufstehen automatisch produktiver sein bedeutet? Nee, weil es ja wie gesagt auch darauf ankommt, wann du ins Bett gehst. Wenn du eine Nachteule bist, wie du gesagt hast, und erst um 1 oder 2 ins Bett gehst und dann trotzdem dich zwingst aufzustehen, also irgendwann kann der Körper halt auch nicht mehr mitmachen. Und dann passiert, glaube ich, eher das Gegenteil, dass du eben total erschöpft und kaputt bist und nicht mehr produktiv sein kannst. Absolut. Also würde ich so nicht sagen. Vor allem ist es ja auch was super Individuelles. Also das kann man jetzt so nicht verallgemeinern für alle Personen. Frage Nummer 2. Würdest du das Experiment nochmal machen oder hast du deine perfekte Routine halt schon gefunden? Nö, ich würde es schon noch mal machen. Warum nicht? Also finde ich jetzt nicht schlimm, solange ich halt, wie gesagt, am Tag vorher früh genug ins Bett gehen kann. Okay. Ja, finde ich jetzt nicht so dramatisch. Ja. Okay. Und Abschlussfrage Nummer 3. Welche Tipps würdest du jemandem geben, der gerade seine perfekte Morgenroutine finden möchte, sozusagen? Also ich finde sehr wichtig, genug Zeit einzuplanen, was jetzt aber nicht heißt, weil in der Praxis hat ja auch nicht jeder in der Früh 2-3 Stunden Zeit, bevor man in die Arbeit muss, sondern dass man dann eher versucht, sich halt nicht zu viel vorzunehmen. Also wenn du weißt, ich habe jetzt in der Früh maximal 1 Stunde Zeit von Aufstehen bis am Schreibtisch sitzen, dass man sich dann auch nicht zu viel vornimmt, sondern halt eine Sache, die realistisch ist. Oder vielleicht ja auch sogar schon Sachen vorbereitet. Also ich mache das zum Beispiel auch gerne, wenn ich weiß, okay, ich habe am nächsten Morgen einen Termin, dass ich mir am Abend vorher schon mal irgendwie das Outfit rauslege oder, keine Ahnung, mir vielleicht ein Porridge zum Mitnehmen schon mal vorbereite oder sowas. Ja, genau, das ist ja auf jeden Fall, ja. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Einfach, dass man realistisch bleibt und jetzt nicht irgendwie sich denkt, oh Gott, ich muss in der einen Stunde jetzt 20 Sachen machen, nur damit ich produktiv war. So, das ist ja Quatsch. Ja, okay. Noch einen Tipp oder war es das? Ich glaube, das war das Wichtigste, oder? Hättest du noch einen Tipp? Nö. Nee, ich glaube, wir haben das ganz gut, oder du hast das ganz gut so zusammengefasst. Und jetzt wäre natürlich eine Frage an euch. Wie sieht denn eure oder deine perfekte Morgenroutine aus? Hast du das vielleicht auch schon mal ausprobiert, jeden Morgen um 5 Uhr aufzustehen? Schreib uns mal sehr gerne deine Erfahrungen unten in die Kommentare. Und dann bedanke ich mich bei dir, Laura. Herzlichen Dank. Ich danke dir. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.